Heute zeige ich euch, wie ich als absoluter Anfänger mein erstes Modellbandzubehör mit einem Lasercutter bzw. Lasergravierer selbst herstelle. Mit dabei sind Beton- und Mauerplatten, Ladegüter, Graffitis und noch ein paar Kleinigkeiten. Wenn es euch gefällt, bitte liken, kommentieren, teilen und abonnieren, was das Zeug hält. Für euch nur ein Klick, für uns extrem wertvoll und wertschätzend. Willkommen zu einem Video der MOBA-Manufaktur. Bevor ich euch den Laser vorstelle, zeige ich erstmal, wie ich ein paar Zubehörartikel anfertige. Wir starten mit den Graffitis, welche ich direkt auf ein paar EOS-Wagen graviere. Die Vorlagen stammen aus dem Internet, werden in Schwarz-Weiß umgewandelt und mit einer Geschwindigkeit von 5000 und einer Laserstärke von 10% graviert. Nach der Gravur bekommen diese noch etwas Farbe per Lackstift oder Pinsel. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Rundholz-Ladegut. Schon länger tüftle ich an der Beladung der Gigawood-Wagen. Diese transportieren normalerweise Faserholz für die Papierindustrie, welches maximal einen Stammdurchmesser von 30 cm hat. Im Modell bleibt dann nicht mehr viel übrig und es ist eine Heidenarbeit, so viele dünne Stämme anzufertigen. Nicht jedoch mit dem Laser. Äste sauber auflegen und auf gewünschte Länge zuschneiden. Auch brauche ich für die neue Anlage, die ich gerade plane, viele Betonplatten, zum Beispiel für ein modernes Tunnelportal. Somit ein Bild einer Betonwand gesucht und graviert, anschließend mit Betongrau angemalt und ein schwarzes Wash aufgetragen. Erst mit dem Wash zeigt sich der tolle Effekt. Nachdem ich die ersten 3 Anwendungsfälle gezeigt habe, kommen wir nun kurz zum eigentlichen Laser. Es handelt sich dabei um den Algolaser DIY MK2 Kit mit 10 Watt Lasereinheit, also ein Einsteigermodell, welches mir dankenswerterweise vom Hersteller
inklusive Wabenplatte als Unterlage und einem kleinen Luftkompressor zur Verringerung von Schmauchspuren zur Verfügung gestellt wurde. Der Selbstaufbau ist simpel und in gut 15 bis 20 Minuten zu bewerkstelligen. Alle Produkte verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Einfache Zuschnitte können ebenfalls mit diesem Laser gemacht werden, sofern man keine genauen Maße braucht, kann das auch sehr gut ohne CAD-Software wie Lightburn und Co. bewerkstelligt werden. Da dieser nur 10 Watt hat, macht man bei dickeren Materialien einfach mehrere Durchgänge. Wie das mit der App und dem AlgoLaser Betriebssystem genau funktioniert, sehen wir noch. Für die mit Graffiti gravierten EOS-Wagen machen wir auch noch Ladeguteinsätze. Der Laser graviert dabei die Holzstapel. Vorlage wurde am Handy per KI erzeugt und minimal mit der Foto-App nachbearbeitet. Die Laserstärke habe ich hier in 3 Durchgängen unterschiedlich stark gewählt, sodass es nicht zu einheitlich wirkt. Ausgeschnitten mit der Kappsäge und gestrichen mit richtiger Holzlasur im Farbton Eiche. Der mit Heißkleber gesetzte Magnet hilft später beim Rausnehmen. Kommen wir zur Bedienung des AlgoLasers. Dieser hat ein eingebautes Touch-Display und kann natürlich mit dem internen Algo-Betriebssystem oder auch über USB mit einem PC betrieben werden. Ich als absoluter Anfänger habe mich zum Start mal für die kostenlose AlgoLaser-App entschieden. Sind Smartphone und Laser im gleichen WLAN angemeldet, kommunizieren Sie in Echtzeit über dieses. So funktioniert die App wie eine Fernsteuerung für den Laser. Man bereitet die Daten in der App vor, legt die Laserparameter wie Geschwindigkeit, Stärke und Anzahl der Durchgänge fest und startet. In Echtzeit kann man den Status ablesen, wie weit man schon ist, beziehungsweise auch pausieren und anhalten. Sehr simpel, wie ihr sehen könnt, innerhalb von wenigen Stunden hatte ich erste tolle Ergebnisse. Auch sehr cool, nach einem Firmware-Update sind 56 Laservorlagen in dem Gerät vorinstalliert. Für die neue Anlage werde ich auch Unmengen an Steinmauern brauchen. Hier erste Experimente, wie das aussehen kann. Mal in Grau angestrichen und mit schwarzem Wash behandelt, mal in Schwarz lackiert und per Pinsel in grauer Farbe graniert. Beides sieht ganz cool aus, aber da werde ich noch etwas dran arbeiten. Da geht sicherlich noch mehr.
Die Baureihe 101 mit den DB Regio Tostos hat wenig mit dem Laser zu tun, hilft mir aber für euch den Güterzug in Szene zu setzen. Die Baureihe 218 in Altrud zieht hier eine Menge Wagen über die Anlage. Ein paar dieser Wagen haben mit dem Laser Gravuren bekommen oder ein neues Ladegut. Selbstgemacht ist immer am coolsten und der Laser unterstützt hier hervorragend, mit wenig Aufwand mehrere Stück zu produzieren. Auch dachte ich nicht, dass der Einstieg so leicht fallen kann. Die App ist durchdacht und funktioniert sehr gut. Die leichten Übersetzungsfehler wirken am Anfang etwas komisch, beim zweiten Mal ist das schon kein Thema mehr und der Laser macht, was man möchte. Ich werde in wenigen Wochen auch noch ein zweites Video zum Laser bringen. Da möchte ich dann ein komplettes Bauwerk anfertigen. Als Beispiele fallen mir gleich mal eine Burgruine, eine Brücke, ein Tunnelportal oder ähnliches ein. Mal sehen, was es dann wird. Wenn euch das Video gefällt, bitte liken, kommentieren, teilen und abonnieren, was das Zeug hält. Für euch kostet das nur einen Klick, für uns ist das extrem wertvoll und wertschätzend. Auch würde mich sehr interessieren, ob von euch jemand auf den Geschmack gekommen ist und sich vielleicht selbst mal so ein Gerät ansehen oder zulegen möchte. Ich sage Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.